Und im Studio ist Thorsten Junghirt, unser politischer Korrespondent hier bei Welt. Schönen guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ja, also der Bundeskanzler Scholz sagt ja zunächst mal, der Sturz des Assad-Regimes, das sei eine gute Nachricht. Andererseits verändert sich natürlich auch möglicherweise die Lage für Deutschland in Bezug auf Syrien dramatisch. Also stimmst du dazu? Ich finde, der amerikanische Präsident Joe Biden hat das etwas realistischer eingeordnet. Der hat auch von einer Hoffnung für die Zukunft gesprochen, aber er hat zunächst von den Risiken gesprochen, die mit der Lage verbunden sind. Ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung. Herr Scholz hat so ein bisschen geklungen wie ein Pfarrer. Wir hoffen und beten, dass jetzt alles gut wird. So. Und das ist auch die Rolle der deutschen Politik. Weil wenn wir mal schauen, hat die Syrien-Politik für die Bundesregierung in den vergangenen Jahren irgendeine Rolle gespielt? Nein. Hat die Bundesregierung geahnt, was in Syrien passieren wird? Nein. War sie vorbereitet? Nein. Hat sie jetzt Möglichkeiten, auf das Geschehen Einfluss zu nehmen? Nein. Sie ist interessierter Zuschauer. Sie kann versuchen, Kanäle vielleicht zu Erdogan, der hat Einfluss, oder in die Golfstaaten, die haben Einfluss, zu nutzen, aber that's it. Dennoch stellt sich natürlich auch die Frage mit Blick auf die vielen Flüchtlinge, ob es eben eine Rückkehroption gibt. Da klar, kann man im Moment spekulieren, nur ob das dann möglich ist. Andererseits sind ja auch viele vor dem Assad-Regime damals geflüchtet. In der Union gibt es aber schon die Diskussion um eine mögliche Flüchtlingsrückkehr und vor allem auch um einen Aufnahmestopp. Wie ist das zu bewerten? Also wir haben gerade die Bilder gesehen von den Menschen hier in Deutschland, die gefeiert haben, dass das Regime gestürzt ist. Das ist natürlich total nachvollziehbar. Das ist für Syrien vielleicht so ein Mauerfall-Moment. Nach 60 Jahren ist eine Diktatur erstmal weg. Unwissend, was kommt, aber es ist erstmal so. Die Debatte in der deutschen Politik, naja, die ist halt, ich meine, das ist mal wieder der dritte Schritt vor dem ersten. Wir wissen überhaupt nicht, wie sich die Lage entwickeln wird. Wird es jetzt ein anderes Unterdrückungsregime geben? Wird es einen Bürgerkrieg geben? Werden die verschiedenen Gruppen, die jetzt gemeinsam diesen Diktator gestürzt haben, aber im Kern unterschiedliche Interessen haben, werden die zusammenfinden oder sich in irgendeiner Form arrangieren oder werden sie weiter gegeneinander kämpfen? Was macht Erdogan? Er hat ein Interesse daran oder er hat eine Gruppe von Rebellen unterstützt, aber er hat etwas massiv gegen die Kurden, die auch eine wesentliche Gruppe sind. Also es sind so viele offene Fragen, dass es jetzt einfach zu früh ist zu sagen, wie geht das in dem Land weiter und was bedeutet das dann auch für die Flüchtlingspolitik. Deshalb wird diese Debatte, die wir jetzt in Deutschland führen, die wird so im Nebel geführt. All das, was man immer schon vertreten hat, das wird jetzt sozusagen aus Anlass von Syrien nochmal vertreten. Aber ja. Also Politiker wie Roderich Kiesewetter hier bei uns, also Unionspolitiker oder auch der Grünenpolitiker Hofreiter warnen auch davor, jetzt vorschnell irgendwelche Forderungen zu stellen. Andererseits kommen dann schon Stimmen aus der Union auch. Also Jens Spahn zum Beispiel hat vorgeschlagen, 1.000 € Rückkehrbonus für Syrer. Also will man da möglicherweise der AfD vorweg schon mal das Thema wegnehmen? Ja, oder? Klar, wir haben Wahlkampf. Ne? Der Wahlkampf hat begonnen und deshalb, Migration ist ein wichtiges Thema. Wir müssen ja darüber reden. Aber wir müssen sozusagen erstmal darüber reden, wie organisieren wir künftig unsere Migrationspolitik. Das ist ja die Frage. Und jetzt über Rückkehroptionen nach Syrien, ja, natürlich liegt das auf der Hand, weil 700.000 bis 900.000 Syrer sind hier im Land. Klar. Da muss man drüber reden, aber wir müssen ja erstmal eine Faktenbasis haben. Ja? Also gibt es eine Rückkehroption oder nicht? So, deshalb ist das alles ein bisschen früh. Die einzig vernünftige Stimme, die ich gehört habe, die kam aus der Wissenschaft. Daniel Thüm ist ein Verfassungsrechtler, der sich ganz viel mit Migrationsrecht befasst. Der hat halt gesagt, naja, nur lasst uns doch jetzt erstmal alle Asylverfahren Syrien betreffend aussetzen, bis wir wissen, was kommt da. Und die ganzen Asylämter sollen sich erstmal konzentrieren auf all die anderen Fälle, die haben ja genug zu tun. So, das finde ich erstmal einen nachvollziehbaren Vorschlag. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht, also setzen wir vielleicht diese Verfahren erstmal aus. Aber darüber hinaus ist es jetzt echt schwer zu debattieren. Also auch die Schnellschüsse im Wahlkampf. Thorsten Junghirt, vielen Dank für die Einschätzung. Sehr gerne.